Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Baumscheibenkunstwerkstatt. Heute vor einem Jahr habe ich unser erstes Video hochgeladen. Damals ging es darum, wie man hier für so ein Windlicht bei der Flasche unten den Boden abschneidet. Und das Ziel von diesem ersten Video war damals lediglich einem einzigen Menschen, der mich gefragt hatte, zu zeigen, wie das funktioniert. Das Licht war nicht optimal, der Ton war nicht optimal, das war halt alles ein erster Versuch. Und deshalb habe ich jetzt beschlossen, zum ersten Jahrestag das Ganze nochmal in besser darzustellen und auch noch ein bisschen genauer darauf einzugehen, wie man dann anschließend das Bodenstück macht. Einer meiner Abonnenten hat mir hier einen seiner Lieblingswhiskys geschickt, leer allerdings, und mich gebeten, aus der Flasche so ein Windlicht zu machen. Und das nehme ich jetzt als Gelegenheit, das Ganze nochmal etwas genauer darzustellen. Viel Spaß! Im Backenfutter eingespannt habe ich hier ein Reststück Holz, das von einem anderen Projekt übrig geblieben war. Man sieht, das hatte ich schon mal für so ein temporäres Futter benutzt. Das ist Wegwerfmaterial letzten Endes. Da drechsel ich mir jetzt kurz einen Rezess rein, sodass der Flaschenboden exakt reinpasst und habe damit dann eine Möglichkeit, die Flasche sehr sicher zu spannen. Okay, das sieht gut aus. Den letzten kleinen Unterschied, den gleiche ich jetzt mit ein bisschen Klebeband aus. Das ist einfacher, als den Durchmesser hier super exakt hinzwirbeln zu wollen. Mit ein bisschen Kreppband passt es jetzt hier ganz exakt und hat auch den Vorteil, ich habe ein bisschen Spielmöglichkeit, denn es gibt noch eine zweite Flasche aus der Serie und die sind nie hundertprozentig gleich dick. Ziemlich ja, aber Feinheiten gibt es immer. Und das kann ich hier sehr schön ausgleichen mit dem Klebeband. Auf der Reitstockseite benutze ich hier einfach so eine große mitlaufende Körnerspitze. Die zentriert sich dann sehr schön im Flaschenhals. Und der Flaschenhals ist auch sehr dick ausgeführt. Das heißt, ich habe hier keine Angst, dass ich den sprenge. Trotzdem bin ich hier vorsichtig. Man braucht hier auch nicht viel Anpressdruck oder sowas. Die Flasche soll nur ein bisschen fixiert bleiben. Also hier nicht anknallen, sondern wirklich nur bis es satt anliegt. Ich habe auch schon dünnhalsige Flaschen gesprengt, also passt hier ein bisschen auf. Und zum Anreißen habe ich hier einen ganz normalen, einfachen Glasschneider vom Baumarkt in einer Schraubzwinge eingespannt, dann kann man den besser halten. Und jetzt drücke ich hier das Schneiderädchen kräftig ans Glas. Lege dabei den Glasschneider und die Schraubzwinge auf der Werkzeugauflage auf, um hier auch wirklich einen geraden Strich hinzukriegen, und drehe dann die Flasche. Eine volle Umdrehung genügt vollkommen. Und jetzt kommt hier eben das Angenehme am Flaschenschneiden mit der Drechselbank. Wir müssen den Riss hier gleichmäßig erhitzen und es geht natürlich sehr schön, indem man die Flasche einfach in langsame Rotation versetzt und mit dem Gasbrenner drauf hält. Das Ganze machen wir, solange bis ein knirschendes Geräusch erklingt. Das wird man relativ deutlich hören, denke ich, bei dem dicken Glas, kann allerdings relativ lange dauern. Ebenfalls wegen dem dicken Glas. Wir werden sehen. Okay, deutlicher wird es nicht mehr. Das gute Stück sollte soweit sein. Beim Ausspannen sollten wir jetzt ausgesprochen vorsichtig sein. Zum einen ist das hier natürlich jetzt ein bisschen heiß. Zum anderen müssen wir darauf aufpassen, dass uns der Flaschenboden nicht gleich abfällt. Die Gefahr hier jetzt wahrscheinlich nicht ganz so groß. Wieder aufgrund des dicken Glases. Bei dünnen Flaschen kann es echt sein, dass der Boden jetzt einfach abfällt. Und auch bei dicken Flaschen, wie man sieht. Also,
Fall erledigt. Wir haben hier einen relativ sauberen Schnitt. Der geht hier jetzt unter so einem Winkel nach innen. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Liegt vermutlich wieder an dem dickeren Glas. Vielleicht haben die auch einfach anderes Glas benutzt als die billigen Weinflaschen, die man normalerweise so verwendet. Ich bin selbst überrascht, sei es drum. Die Kante hier außen ist jetzt einigermaßen scharf. Die werden wir jetzt noch mit Naschschleifpapier versäubern und dann geht es darum, den Sockel zu machen. Ich habe hier ein Naschschleifpapier, Körnung 50, schön grob. Und eine alte Spiegelfliese. Die mache ich jetzt erstmal nass, damit unser Naschschleifpapier hier sauber und eben liegt. Noch ein bisschen Wasser und das Ganze schön anfeuchten. Es ist wirklich wichtig, dass das Papier sauber liegt. Ich hatte tatsächlich schon welche, da hat hier auf der Rückseite der Preiskleber vom Baumarkt gestört. Wenn das Zeug nass wird, wird es relativ flexibel und dann drücken sich da selbst so kleine Unebenheiten durch. Die schaden jetzt nicht wirklich, aber sie nerven einfach. Ja, und jetzt wird es eben einigermaßen unspannend. Das heißt, jetzt hier einfach schleifen, 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 solange bis dieser Rand nicht wirklich eben ist. Das ist zu viel, aber einfach so lange, bis er nicht mehr scharf ist. Man wird von dem Rand am Ende sowieso nichts sehen. Der verschwindet dann in einer Nut im Sockel. Es geht nur darum, dass man sich beim Kerzenwechseln hier nicht schneidet. Und los geht's. Alles klar. Besser als so braucht es überhaupt nicht zu sein. Das genügt vollkommen. Ihr könnt euch hier verkünsteln, aber lasst es. Es bringt wirklich nichts. Hoppla, das hier wird natürlich kein Sockel für ein Windlicht. Mein Fehler. Das hier wird der Star in einem der nächsten Videos. Und wer das nicht verpassen will, kann ja ein Abo dalassen. Aber jetzt geht's wieder weiter. Jetzt geht's also an die Sockel. Ich habe jetzt hier ein Reststückchen Esche. Da habe ich mir jetzt also ein Quadrat ausgeschnitten, den Mittelpunkt markiert und einen Kreis angezeichnet. Das wird jetzt alles keine Raketenwissenschaft. Man muss nur ein bisschen darauf achten, dass man die Schritte in der richtigen Reihenfolge macht, sonst gehen einem entweder die Bezugskanten oder die Mittelpunkte verloren. Aber das zeige ich euch gleich. Im ersten Schritt bohren wir jetzt in der Mitte, hier mit so einem Forstnerbohrer, eine Vertiefung für so ein Teelichtgläschen rein. Der Forstnerbohrer hat 42 mm Durchmesser und seine Zentrierspitze hinterlässt dann wiederum eine Mittelpunktskörnung, um anschließend komplett durchzubohren. Das muss gar nicht arg tief sein. Das reicht vollkommen, einfach nur, dass das Glas nicht verrutscht. Die Zentrierspitze vom Forstnerbohrer hat, wie angekündigt, hier in der Mitte eine kleine Vertiefung hinterlassen und die dient uns jetzt als Zentrierung für das 8 mm Loch. Das brauchen wir, um das Ganze nachher auf der Drechselbank aufzuspannen. Jetzt schneide ich noch kurz an der Bandsäge die Ecken grob ab. Das erspart einfach Arbeit an der Drechselbank. Jetzt habe ich eben noch große Töne gespuckt, von wegen achtet auf die Reihenfolge, und schon schieße ich den Bock selber. Hier kommen jetzt noch 2 Schlitze rein über Kreuz, um die Luftzuführung zur Kerze zu gewährleisten. Und selbstverständlich sollte man die reinmachen, bevor man die Ecken abschneidet. Ich habe hier vom Originalquadrat noch meine 4 Kanten übrig, aber die sind jetzt einfach kürzer, als wenn die Ecken noch dran wären, und dementsprechend hier die Gefahr, das Ganze zu verkippen, dementsprechend größer. Sprich, ich muss jetzt hier mehr aufpassen. Also macht es nicht so wie ich, macht es richtig. Erst den Schlitz und dann die Ecken abschneiden. Und weil man hier nie hundertprozentig genau die Mitte trifft, säge ich von beiden Seiten. Das heißt, wenn das Sägeblatt ein kleines bisschen aus der Mitte läuft, bekomme ich auf die Tour einen etwas breiteren Schlitz, aber der ist dann wirklich in der Mitte. Und bei so einem verdeckten Schnitt natürlich immer darauf achten, die Spaltkeilhöhe muss etwas niedriger sein
als der höchste Zahn vom Sägeblatt, sonst bleibt ihr hinterher mit dem Werkstück da an eurem Spaltkeil hängen. So sieht das Ganze jetzt also aus. Jetzt können wir damit auf die Drechselbank. Um das Werkstück aufzuspannen, benutze ich jetzt ein sogenanntes Schraubfutter. Das ist also einfach nur hier eine Schraube mit Grobgewinde, die in die Mitte vom normalen Backenfutter eingespannt wird. Da schraube ich jetzt das Werkstück drauf. Das stößt dann an dem Ring aus Backen hier an. Und dadurch bekomme ich hier etwas Luft und ein bisschen Abstand zum restlichen Futter, so dass ich dann beim Runddrehen keine Gefahr laufe, mit dem Drehmeißel das Futter zu streifen. Okay, Rundheit wäre mittlerweile gegeben. Jetzt heißt es nur noch den Einschnitt einstechen, um dann die Flasche drin versenken zu können. Okay, so darf es jetzt bleiben. Jetzt noch ein bisschen schleifen, ölen und dann sind wir fertig. Ich habe jetzt mal darauf verzichtet, die Schleifarbeit zu filmen. Das ist in der Regel uninteressant. Und dank frisch geschliffenem Werkzeug waren das hier bloß so ein paar kleine Holzfasern, die an den Rändern von diesem unterbrochenen Schnitt stehen geblieben sind. Damit will ich euch nicht langweilen.